Jetzt kommen wir in die Schräge rein, jetzt muss ich echt festhalten. Wir fahren jetzt Richtung T3. Willkommen im Terminal 3. Wir haben eine Halle, die hat 150 mal 80 Meter, 750 einzelne Scheibenelemente, 87 Aufzugsanlagen und 46 Rolltreppenanlagen. Das ist eine eigene Stadt. Wir erwarten heute 500 Statisten, die die Rolle des Passagiers übernehmen. Da steht noch nichts. Können wir noch nicht einchecken. Wir sind im Fahrstuhl stecken geblieben. Jetzt sind anscheinend da vorne die Gepäckbänder ausgefallen. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 3. Wir könnten mit 80 fahren, aber liegen auch mit den 70 km/h immer noch deutlich unter 8 Minuten. Moritz hört, die Ausfahrt ist immer noch blockiert, da kommen die Leute nicht raus. Ausfahrt? Die Ausfahrt. Kleinigkeiten müssen sie doch verbessern, aber ich bin mal guter Dinge, die bekommen das hin, bis es soweit ist. Deutschlands größter Flughafen ist so groß wie 3200 Fußballfelder. Jetzt kommen noch ein paar dazu mit dem neuen Terminal 3. Das Hauptgebäude, kurz vor der Eröffnung. Deutschland baut ein Terminal. Kann das gut gehen? In Berlin ging es schief. Und in Frankfurt? Keine Panik, sagt Projektleiter Harald Rohr. Sie haben schon früh gelernt, Probleme zu lösen. Davon hatten sie reichlich während der Bauphase. Die Herausforderungen, die hier auf uns zukamen, waren natürlich ganz besondere. Wir haben im Laufe dieser Zeit eigentlich alles mitgenommen, was es in diesem Weltgeschehen gibt. Wir haben in der Rohbauphase Corona gehabt. Danach kam die Ukraine-Krise mit der Materialverfügbarkeit, heißt Lieferprobleme in den Lieferketten. Wir haben 41 Fluggastbrücken, die wir in China produzieren lassen. Die sind alle durch den Suezkanal geroutet worden, ursprünglicherweise. Irgendwann war der Suezkanal zu. Dadurch hatten wir 3 Wochen pro Lieferkette Verzug. Das musste alles eingedampft werden und natürlich die Explosion der Preise, die damit einhergingen. Aber wir haben es geschafft und toi, 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 den letzten Schritt machen wir jetzt auch noch. Noch kleine Korrekturen, dann können sie kommen, die Passagiere, in die riesige Halle, so groß wie 2 Fußballfelder. Wir haben eine Halle, die hat 150 mal 80 Meter, 750 einzelne Scheibenelemente, ist 18 Meter hoch und damit halt sehr, sehr imposant und luftig. Und architektonisch auch wirklich ein Merkmal, wenn man den Flughafen auch schon von der A5 aus sieht, ist diese Halle einfach spektakulär. April 2019, Grundsteinlegung für das größte privat finanzierte Bauprojekt in Europa. Auf dem ehemaligen Gelände der US Airbase. Der Herr hier rechts mit Schal ist Christoph Meckler. Er ist der Architekt von Terminal 3. Der Frankfurter hat schon Hochhäuser, Museen und am Terminal 1 den Flugsteig A entworfen. Terminal 3 ist ein Mammutprojekt. Deutschlands größter Flughafen hat Deutschlands größte Baustelle und nirgendwo in Europa stehen so viele Kräne, erzählt Ingenieur Timo Ziegler in Mittendrin. Am Pier H haben wir insgesamt 6 Kräne. Am Pier J sind es momentan 9 Kräne. Und auf der ganzen Baustelle mit Terminal Hauptgebäude, mit dem Pier G, mit den Brückenbauwerken müssen es zwischen 45 und 50 Kräne sein. Bis zu 3500 Menschen arbeiten rund um die Uhr, auch in Corona-Zeiten. Sie verarbeiten jeden Tag 5000 Badewannen voll mit Beton. Für eine Kleinstadt in Bayern wird der Terminalbau zum Glücksfall. Wir laufen auf einem Dietfurter Kalksandstein aus dem Frankenjura. Dieser Steinbruch, ich glaube, den haben wir komplett allein aufgebraucht für das Terminal 3. Für das gesamte Terminal 3. Hauptgebäude, Flugsteige, alle Etagen. Insgesamt 403.000 Quadratmeter. Oder anders gesagt, 56 Fußballfelder, gepflastert mit Dietfurter Kalksandstein aus dem Frankenjura. 2 Farben dominieren im Terminal 3, schwarz und beige.
Wenn Sie nachher davon ausgehen, dass wir 19 Millionen Passagiere hier im Terminal 3 abfertigen, dann wird hier schon noch die Farbe allein durch die Menschen reinkommen. Und was dazu kommt, ist natürlich die ganzen Retail-Geschäfte, Läden, alles, was man noch dazu braucht für einen funktionierenden Flughafen, bringt natürlich auch nochmal die Farbe entsprechend rein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das Gebäude erstmal an sich Ruhe ausstrahlt, Klarheit ausstrahlt, Stringenz. Das Leben füllen die Menschen dann hier drin. 4 Milliarden Euro hat Flughafenbetreiber Fraport für den Neubau hingelegt. Alles im Budget, heißt es. Sogar dafür war Geld übrig. 3 drehbare Ringe, bis zu 7 Meter Durchmesser mit 636 Aluminiumscheiben. Kunst. Eigens für Terminal 3 entworfen. Kreiert von Julius von Bismarck aus Berlin. Sein Werk trägt den Titel The First, The Last, Eternity. Die Skulpturen sollen hypnotisch wirken, zum Träumen anregen. Das ist die Oberfläche einer Polle, also mikroskopisch klein, mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar, voller Erbinformationen. Das mittlere ist die Erdoberfläche und das große ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Harald Rohr ist auch Architekt. Hallo und guten Tag. Mit Flughäfen kennt er sich aus. Sein Leben lang. Mein erster Job war in einem großen Frankfurter Architekturbüro und beginnend mit dem Bau des Terminal 2 am Frankfurter Flughafen. Also damals auch schon ein Megaprojekt, 1989, 1990. 1994 war das Terminal 2 fertig und damit hatte ich mich irgendwie mit dem Flughafen identifiziert bzw. infiziert. Also Flughafen hat mich seitdem auch nie mehr losgelassen. Er ist Planungsleiter für das 600 Meter lange Square, für die Einführung der A380, für den Neubau Flugsteig A+, für den Umbau Flugsteig A und schließlich für Terminal 3. Es ist immer wieder faszinierend, weil Sie in so einer Immobilie eigentlich alles haben. Ja? Sie haben Büros, Sie haben die Läden, Einkaufsbereiche, Retailbereiche. Es ist das Komplexeste, was Sie sich vorstellen können. Es ist eine eigene Stadt, die Sie bauen. Und von daher architektonisch, also in der Umsetzung dann nachher mit die größte Herausforderung. Hier befinden wir uns im Bereich der Sicherheitskontrollen. Wir haben in dem Terminal 3 neue Sicherheitsspuren, die mit modernster CT-Technik ausgestattet sind. Das bedeutet 3D-Scanning Ihres Gepäcks, kein Auspacken von Flüssigkeiten mehr, dadurch schnellere Prozesse, einfachere Prozesse. Neueste Digitaltechnik, die von den Behörden genehmigt werden muss. Wie natürlich auch das ganze Gebäude. Hier sehen wir Bodenwand, Decke, aber was dahinter steckt, ist ja die Technik unterhalb der Decke. Also das Thema der Rauchversuche, die wir hier sehr intensiv hatten, die ja auch ein Grundprinzip für die Inbetriebnahme sind. Das heißt, wir hatten hier über 200 Rauchversuche, die funktionieren müssen, dass sie jederzeit die Sicherheit haben. Wir haben hier mehrere hundert Sachverständigenabnahmen für die technischen Anlagen. Also Sicherheit steht an erster Stelle. Flughäfen müssen strenge Regeln erfüllen und nachweisen, dass der Laden läuft. Sie testen Technik, Personal und Notfälle, sagt der Leiter des Probebetriebs. Moritz hört, bei der China Airlines wird keine Zone hier angezeigt. Ereignis herrenloser Koffer. Die Ausfahrt ist immer noch blockiert, da kommen die Leute nicht raus. Ausfahrt? Die Ausfahrt. Das mit der Allokation hier, ne, das wäre Chaos. Der Fahrsteig auf der Westseite, dass der nicht geht, weißt du, ne? Statisten sind alle da. Okay. Ich glaube, wir sind ready, oder? Ja, denke ich auch. Heute ist der 9. Tag im integrierten Probebetrieb. Wir erwarten heute zum ersten Mal 500 Statisten, die die Rolle des Passagiers übernehmen und eine spezifische Rolle zugewiesen bekommen. Wir haben insgesamt 5 Airlines, die heute teilnehmen. Japan Airlines, American Airlines, wir haben die China Airlines, China Southern und, jetzt habe ich irgendwen vergessen, genau, und die Middle East, die heute hier sind. Sie tun so, als würden sie heute fliegen. Das sind die Probetickets, auch für den digitalen Check-in. Der Statist erhält dann von uns
Einmal hier oben die Informationen, auf welchem Flug er gebucht ist. Und hier unten, das sind dann quasi noch die personellen Daten, so wie man es auch vom Reisepass kennt. Das heißt, der Agent kann am Keyboard beim Check-in dieses Dokument, dieses Papier quasi durchziehen und erhält dann sofort die Buchung. Die Abflughalle hat 112 Check-in-Schalter. Die Hälfte hat heute geöffnet. Wir haben Ereignisse, nennen wir das. Es gibt zum Beispiel Passagiere, die Sperrgepäck haben, ein Passagier mit reduzierter Mobilität. Des Weiteren haben wir auch noch einen Waffenprozess da, den wir dann zusammen mit der Bundespolizei durchführen werden. Das heißt, ein Passagier gibt seine Waffe auf und hat die auch angekündigt, dass er mit einer Waffe reist. Wir haben einen medizinischen Notfall geplant. Wir haben auch Zollausfuhr, das heißt die Mehrwertsteuerrückerstattung. Moritz Maisch hat Luftverkehrsmanagement studiert und managt jetzt die Generalproben. Morgen. Seit 3 Jahren ist er im Team ORAT, Operational Readiness and Airport Transfer. Frei übersetzt, er ist im Team Testbetrieb. Dann gucken wir kurz beim Niklas über die Schulter. Der macht hier das Briefing für die Statisten. Dann einmal hallo und herzlich willkommen hier im Terminal 3. Zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und die Reise auf sich genommen haben. Sie sind ein sehr, sehr wichtiger Teil davon, dass das Terminal am 22. April eröffnen kann. Deswegen danke für Ihre Teilnahme. Die Testpassagiere erhalten die Probetickets, eine Sicherheitseinweisung und Marschverpflegung. Restaurants und Bäcker haben noch zu. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ich habe ja mal 2 Taschen für Sie. Sehr. Und dann haben wir noch ein Lunchpaket. Auch für Stefan Keller und Gundula Kunkel ein echtes Highlight. Sein Geburtstag. Genau, ich habe mir das gewünscht, dass ich zum Geburtstag mal den Probebetrieb am Flughafen mitmachen kann, weil wir immer am Geburtstag was Besonderes machen. Kann sich immer einer das aussuchen und das war mein Wunsch für dieses Mal. Erstes Ziel für das Paar aus Offenbach, die Kofferausgabe. Moritz hört. Wir haben ungefähr 5000 Testkoffer hier im Terminal 3 für den Probebetrieb. Die stellen wir halt zur Verfügung. Das ist Teil der Logistik. Da gibt es jetzt keine feste Zuordnung. Wir haben jetzt im Szenario, dass jeder Statist quasi 2 Koffer erhält. Somit können wir auch sicherstellen, dass die Gepäckförderanlage eine gewisse Auslastung bekommt. Also bei 500 Statisten haben wir dann schon mal 1000 Koffer in der Anlage. Genau, und das ist auch ein Ziel, was wir verfolgen. Wir wollen natürlich die Anlage auch testen. So, jetzt hat es hier geklingelt. Das ist eine der neuen Anlagen. So, 3, 2, 1, go! 2022 sind die ersten Tests. Die Bahn ist 1,3 Kilometer lang und mehrere Millionen Euro teuer. Computer steuern die Förderbänder. Heute muss die Anlage zeigen, was sie kann. Hallo. Hallo. Kaffee. Stefan und Gundula starten erstmal mit einem Kaffee. Ja, der war jetzt notwendig. Geht's gleich los, ja? Ja. Und welches Ereignis haben wir heute? Noch was Spezielles? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir nicht in die App kamen. Ah, okay. Genau. Das ist gut. Na, das fängt ja gut an. Auch andere Passagiere kämpfen mit üblichen Reiseproblemen. Jetzt hat der Verspätung. Toll. Jetzt muss ich 8 Stunden warten. Na ja, okay. Das war Absicht, sagt Moritz. Gut. Die Tests sollen ja echt wirken. Hier haben wir auch einige Ereignisse geplant, wo die Statisten dann gezielt Fragen stellen, wo die Apotheke ist, wo finde ich meine Airline, wo sind die Toiletten, damit es hier für die Kollegen am Informationsstand auch ein bisschen interessant ist. Dann bitte zum Check-in-Schalter gehen. Geradeaus in der Zone 33. Dankeschön. Gundula und Stefan fliegen heute nach Taipeh, Hauptstadt von Taiwan. Nur von wo aus? China Airlines, 13:03 Uhr. CI 1062.
Da steht noch nichts. Können wir noch nicht einchecken. Scheinbar. Wo hat das Parken? Guten Tag. Ich möchte zu China Airlines Flug CI 1062 zum Einchecken. Wir sind bei Zone 37. Zone 37? Ganz hinten die letzte. Die letzte, okay. Der Fehler wird sofort an die Leitstelle gemeldet und an Moritz. Die China Airlines wird jetzt korrekt angezeigt. Das scheint geklappt zu haben. Die Offenbacher sind mit dem Auto zum Terminal gefahren. Das Parkhaus gehört zu den größten in Europa. 8 Etagen, 8.500 Parkplätze, so groß wie 34 Fußballfelder. Terminal 3 ist auch mit Bus und Fahrrad erreichbar. Oder mit der neuen Skyline-Bahn. Die Züge sind fahrende Computer. Hightech aus Österreichs Hauptstadt. Ja, grüß dich. Axel Hellwig ist seit 30 Jahren Experte für Reisewaggons, U-Bahnen und Straßenbahnen. Aktuell betreut er 24 Wagen für den größten deutschen Flughafen. Ich bin die Fertigungsaufsicht hier im Werk Wien für das Projekt Frankfurt. Und heute gucken wir uns einige der Fahrzeuge an. Wir haben hier einen Wagen, das ist der erste Wagen vom dritten Zug. Der ist noch im relativen Rohbauzustand, er ist schon lackiert. Die Frontscheibe ist schon drin. Insgesamt sind es 12 Pärchen, also insgesamt 24 Wagen. Den Auftrag für 12 Pärchen erhalten sie 2018 vom Flughafenbetreiber. 4 Jahre später, nach Planung und Corona, sind die Züge fast fertig. Was die Kollegen gerade reintragen, ist ein Teil der Tür. Das war die untere Türkline. Wir können durch. Der Fußboden ist schon drin, hat auch einen entsprechenden Schutz drauf. Kollegen setzen jetzt gerade das entsprechende Trittbrett auf. Mehr als 10.000 Teile montieren sie pro Waggon. Kommen Schwenker noch rein. Hier kommen also elektrische Gerätschaften dran, die dann auch entsprechend mit einem Vorbau zugemacht werden. Hier oben kommt dann die Klimaanlage drauf. Ja, das dient dann praktisch auch als Abschluss des Daches. Sie haben also praktisch eine Schachtel an Rahmen, ne, wo dann praktisch die einzelnen Elemente draufkommen. Und die darauffolgenden Schritte sind dann die entsprechenden Gerätschaften hier innen einbauen. Das heißt, wir legen die Kabelkanäle rein, wir hängen die Elektrogeräte rein und dann kommen dann die Inneneinrichtungselemente, die dann darüber verbaut werden. Die Bauelemente werden nicht in diesem Werk produziert. Hier führen sie nur zusammen, was zusammengehört. Solche Geräte kommen dann vorgefertigt durch Unterlieferanten. Die werden dann praktisch hier ins Werk geliefert und wie alle Teile auch dann entsprechend der Montagereihenfolge in das Fahrzeug eingebracht. Die Waggons bestehen aus Stahl, Alu und Kunststoff, sagt Axel Hellwig. Das hier ist die Frontmaske. Wenn man das Fahrzeug von vorne sieht, oberhalb der Scheibe ist ein drittes Licht. Das wäre das hier. Das sind also diese Frontmaskenelemente, die sind aus GFK, relativ leicht und die werden dann entsprechend angebracht. Kunststoff rostet nicht. Noch ein Vorteil, sagt der Ingenieur. So, da haben wir den 2A. Ist ja schon weitestgehend ausgebaut. Was wir also deutlich sehen, ist das Fahrwerk. Die entsprechenden Räder, die sind entsprechend groß. Er läuft auf Reifen und er wird geführt durch eine Führungsschiene. Jeder Zug hat 6 Motoren mit insgesamt 450 PS. Da geht was. 80 km/h fährt er. Also es ist praktisch der schnellste Weg, um vom Terminal zu Terminal zu kommen. Also schneller nur noch das Flugzeug oder die Feuerwehr. Das erste Paar ist schon bereit für den Flughafen. Fast bereit. Der ist jetzt fertig montiert. Der ist auch schon erfolgreich durch die statische Betriebssetzung durchgelaufen. Das heißt, Türen, Lichter, Klimaanlagen, das funktioniert alles, das ist schon erprobt. Und das Fahrzeug wird dann auf einen Tieflader geladen und dann nach Frankfurt gebracht.
33 Tonnen wiegt ein Waggon. Für den Transport sind 24 Schwertransporter nötig. Die Strecke zum Flughafen 800 Kilometer. Fahrzeit 1,5 Tage. Ankunft in Frankfurt. Die 40 Meter langen Trucks kommen kaum an den Stützen vorbei. Damit haben sie nicht gerechnet. Geht. Die Fahrstrecke ist in 14 Metern Höhe. Dort müssen die Waggons hin. Das geht nur mit einem Kran. Um die Elektronik unterm Waggon und die Scheiben nicht zu beschädigen, kann die Halterung nur an den Rädern montiert werden. Okay, bei dir. Das sieht gut aus. Die Baukosten für die Trasse und für die Züge wird auf 300 Millionen Euro geschätzt. Noch 90 Grad drehen, dann kann es hochgehen. Bei Starkwind und strömenden Regen. So, jetzt mal langsam runter. 1 Meter langsam runterfahren. 14 Meter rausfahren oder 5? Stopp! Sieht's gut aus, oder? Sieht gut aus. Okay. Gut. Vom Norden in den Süden. Zurück zum Terminal 3. Kontrollgang im Sicherheitsbereich. Mit Projektleiter Harald Rohr. Der Marktplatz. Die Decke besteht aus Aluminiumrohren, insgesamt 25 Kilometer, einzeln gebogen. Wir hatten eine eigene Computeranlage hier auf der Baustelle. Dieser Computeranlage sind die einzelnen Elemente immer genau so gebogen worden, wie es vorgegeben war und dann entsprechend an der Decke zusammengesetzt worden. 64 Läden sind im neuen Terminal, auch Bars, Gebetsräume, Lounges und 600 Büros für Zoll, Polizei und Fluggesellschaften. Hier kommen die ganzen Airlines vom Terminal 2 ins Terminal 3. Die werden in mehreren Wellen ab April hier einziehen. Die ersten Airlines ziehen jetzt schon in Büros ein, haben jetzt schon ihre Personalplanung entsprechend so getaktet, dass wir mit der ersten Welle, ich sage mal erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, alle Airlines bis zum Sommer hin aus dem Terminal 2 ins Terminal 3 ziehen. Terminal 2 schließt Ende des Jahres. Das über 30 Jahre alte Gebäude wird saniert. Terminal 3 hat 3 Flugsteige mit Fliegeranschluss. Erster Großkunde ist Condor. Die Airline verlegt ihre Abfertigung in den Süden. Shanghai Pudong, 马上就要登机了，请到 G13。 Wir befinden uns hier im Flugsteig J. Der Flugsteig J ist ein reiner Non-Schengen-Pier mit 14 Gebäudepositionen, mit einer Länge von knapp 600 Metern und mit einer Kapazität von 6 Millionen Passagieren. 6 Millionen Passagiere entspricht ungefähr der Größe des Flughafens Hannover. Das Motto schon bei der Planung: Klotzen statt Kleckern. Wir haben die Möglichkeit, hier noch einen weiteren Flugsteig anzubauen, den Pier K, der im Planfeststellungsverfahren auch so festgelegt ist. Das heißt, das ist wie eine Art Modulbauweise, könnten wir jetzt ohne einen Eingriff in das jetzige Terminal einfach einen Flugsteig noch andocken und da noch mal ungefähr 5 Millionen Kapazität rausholen. Heute ist die Kapazität überschaubar. Gut, sag. Einmal bitte alle in die Richtung. Die Testpassagiere müssen auf die Ostseite. Der Grund: ein herrenloser Koffer. Der Besitzer wird gebeten, sein Gepäckstück unverzüglich abzuholen. Das Gepäckstück gehört natürlich Moritz. Abholen, er denkt gar nicht dran. Jetzt haben wir den Fall, wir haben den herrenlosen Koffer gefunden. Jetzt sperrt die Bundespolizei den Check-in-Bereich von der China Airlines ab. Eine Übung für Flughafenmitarbeiter und Polizei. Der Koffer wird entsorgt, der Betrieb läuft weiter. Entspannt, geordnet und vollautomatisch. Bis eben. Das Förderband steht. Die Gepäckanlage
hat schlapp gemacht. Haben mich gerade hierher geschickt. Wir haben Probleme bei den Full-Back-Drop-Automaten in der Zone 34. Jetzt hilft nur Manpower. Umschalten auf Handbetrieb. 1, 2 Leute würden ja schon ausreichen, die dann einfach abfördern. Die Bänder scheinen noch nicht zu funktionieren, aber ich glaube, das ist normal in dem Status hier. Und Kleinigkeiten müssen sich sicher noch verbessern, aber ich bin mal guter Dinge, die bekommen das hin, bis es soweit ist. Wir sind direkt im Parkhaus, als wir von der 3. in die 1. Etage runtergefahren sind, im Fahrstuhl stecken geblieben. Da ging die Tür dann so einen Spalt auf, wir konnten die dann aufdrücken und konnten dann alle zum Glück raus. Stefan und Gundula sind etwas verwirrt. Die Zonen sind schuld. Wir sind bei Zone 37 gelandet, mussten dann aber zur Zone 32. Mit 4 Koffern und in 2 Stunden geht ihr Flug. Jetzt müssen wir zum Gate J7. Ja, aber vorher müssen wir doch aufgeben. Wir müssen das Gepäck aufgeben, stimmt. Das ist die Frage, wo? Genau. Das müssen wir jetzt herausfinden. Das müssen wir herausfinden, wo wir das Gepäck aufgeben müssen. Wir sind jetzt ungefähr 70 Minuten im Probebetrieb. Wie man sieht, haben die meisten Passagiere schon eingecheckt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz bei der IVK, bei der Bordkartenkontrolle. Und da klingelt auch schon wieder das Telefon. An 21 Tagen testen sie den Probebetrieb, immer dienstags und donnerstags. Die Sicherheitskontrolle hat Gundula fast geschafft. Die Koffer sind auch unterwegs. Ja, gut durchgekommen. Und der Verursacher für den Ausfall der Gepäckanlage ist auch gefunden. Wir haben noch das Kofferband kaputt gemacht, weil der Koffer, den wir zugewiesen bekommen haben, war falsch gepackt. Ich habe ihn so hingestellt, wie er hin sollte. Und er ist dann reingefahren, ist umgekippt und genau in eine Lücke rein und hat das komplette Band blockiert. Das passiert. Okay. Aber genau deswegen machen wir ja den Test. So, wir gehen jetzt zum Boarding Gate. Wir sind jetzt, wann haben wir angefangen? Genau, 80, 90 Minuten im Probebetrieb drin. Wir hatten heute 540 Statisten. Was ganz interessant war, als wir die Anzeige oder als es in der Presse bekannt gegeben wurde letztes Jahr, hatten wir innerhalb von 2 Wochen schon fast 90.000 Anfragen. Also das Interesse war wahnsinnig groß aus der Bevölkerung. Haben wir nie mit gerechnet, dass die Nachfrage oder hier dran teilzunehmen so groß ist. Jeder Statist erhält 80 € pro Tag. Einen Geburtstagsbonus gibt es nicht. Nur kurzes Update von unserer Seite. Wir sind jetzt gerade am Boarding Gate, werden wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Minuten mit dem Boarding anfangen. Bald starten hier die ersten Flüge nach Dubai, Katar, Abu Dhabi und Hongkong. Wer es bis zum Gate geschafft hat, darf ich bitte Ihre Pasta haben? Und das haben die meisten, wirkt erleichtert. Mit dem automatischen Einchecken, das ist schon eine kleine Herausforderung, aber wenn man es genau nach Anweisung macht, dann klappt es auch. Alle Passagiere sind durch, das heißt, ihr könnt die Einreise auch zumachen. Von der Logistik hatten wir so ein paar kleinere Probleme, würde ich mal sagen. Mit den Ereignissen der Statisten waren auf einer Airline zu viele. Ansonsten haben wir auch ein paar technische Sachen gefunden, wo wir erstmal rausfinden müssen, ist es die Technik oder ist es der Mensch? Und genau, und das müssen wir jetzt halt im Detail uns angucken. Moritz Maisch ist zufrieden mit Testtag Nummer 9. 12 hat er noch vor sich bis zur Eröffnung. Die Passagiere müssen ihre Koffer wieder abgeben. Auch Gundula und Stefan. Ja. Jo. Spannend, sowas mal miterlebt zu haben. Und es ist, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, eine einmalige Sache, die so nicht mehr vorkommen wird. Na dann, schönen Geburtstag noch. Ja, Danke so, schön. tschüss. Tschüss. Auch Moritz Maisch hätte jetzt eigentlich Feierabend. Wir sind fast durch. Weißt du, warum da steht verzögert? Das We wait können for wir your mal patience. angucken. Aber die Koffer ja schon kommen. Das weiß ich nicht. Zwischen Terminal 3 und Terminal 1 fährt die neue Skyline-Bahn. Die Basis ist im Norden.
Sie fährt seit über 30 Jahren und sie ist in der Testphase. Die neue Skyline-Bahn, voll elektrisch, vollautomatisch, ohne Fahrer. In diesem Gebäude rechts wird die Bahn überwacht, vom Fahrdienstleiter in der Leitstelle. Und von mehr als 100 Kameras. Gleich daneben die Werkstatt. Hier werden die Züge gewartet. Arthur Lier ist Manager und verantwortlich für die Inbetriebnahme der Hightech-Bahn. Auf der Welt gibt es dieses System genau 3-mal. Also wir haben es jetzt einmal hier in Frankfurt, dann haben wir es in Bangkok in Thailand und in Rennes in Frankreich. Was wir hier noch haben, ist ein sogenannter Kuhfänger. Hier ist der Kontakt. Wenn der Kuhfänger einen gewissen Widerstand hat, also wenn es zu schnell einschlägt, ne, dann reagiert dieser. Mit einer Notbremsung. Die Reifen sind auch speziell angefertigt für dieses System. Sie haben eine extra Breite, eine extra Tiefe, damit sie auch das Gewicht halten können. Mit Passagieren wiegt ein Waggon bis zu 60 Tonnen, so viel wie 12 afrikanische Elefanten. Man sieht hier ist direkt vorne dran die Klimaanlage. Wir haben auf jeder Seite 2 Klimaanlagen, dass das Fahrzeug auch ordentlich gekühlt wird. Die Antriebseinheiten befinden sich dann unterm Fahrzeug. Die GPS-Antennen, die Radioantenne und ähnliches. Man sieht hier eine Antenne. Alle Züge, die auf der Strecke fahren, sind ständig mit der Leitstelle verbunden, sagt Arthur Lier. Er betreut seit 2023 das Projekt. Dabei zu sein ist für mich etwas Einzigartiges. Das erlebt man aber nie wieder und ich bin auch froh, dass ich hier bin und stolz darauf, dass ich hier bin und dass wir es auch dann irgendwann auch final abschließen können, auch übergeben können. Was mich halt irgendwann noch freuen würde, ist tatsächlich auch wirklich mit dem System tatsächlich mal zu fahren und in Urlaub zu fliegen. Das geht aber erst, wenn alles fährt, fehlerfrei. Deshalb testen sie jeden Tag bis zur Eröffnung von T3. I enter the red zone with 3 people. Okay. You can go to one depot or you go directly on the train 2? We're going directly to train 2 at Terminal 2 at C8. Okay, good. Nur die Leitstelle darf die Tür zu den Gleisen öffnen. Die Tests heute: Notstopp, Schnellfahren und Ein- und Aussteigen. Also wir fahren jetzt an die Station T3 dran, schauen, ob die Tür aufgeht, also vom Fahrzeug, gleichzeitig mit der Tür von der Station. Wir schauen auch noch, dass das Fahrzeug an der richtigen Stelle stehen bleibt. Das testen wir heute, dass das alles richtig funktioniert. Genau. Auf der mittleren Schiene wird der Zug geführt. Die Schienen außen versorgen die Motoren mit Strom. 750 Volt, 3-mal so viel wie aus der Steckdose daheim. Achtung, bitte festhalten. Erst wenn alle Tests abgeschlossen sind, darf das Pärchen vollautomatisch fahren. Solange kontrollieren Techniker die Skyline-Bahn. Plötzlich eine Notbremsung, automatisch. Red Signal. Sie sind über Rot gefahren. Da gab es ein Kommunikationsproblem, deswegen hatten wir gerade diese Notbremse drin. Das heißt, das System reagiert. Das System funktioniert. Alle Computer wieder auf Anfang. 6 Kilometer ist die Schnellstrecke lang, entsprechend kurz die Fahrzeit. 8 Minuten. Das geht eigentlich. Also das ist relativ schnell. Also wir sind von T2 bis T3 in knapp 4,5 bis 5 Minuten. Genau, wir haben eine Taktzeit von 120 Sekunden hier, können runtergehen auf 90 Sekunden. Das ist schon echt relativ schnell. Juli 2019. Baubeginn der Strecke. Die Bahn fährt auf 74 Stützen mit Stahlträgern, sagt Ingenieurin Maike Hanneklaus. Die Bahnfahrer müssen schon erfahren sein. Die sind alle über Funk verbunden und dann können die sich verständigen. Und die Träger sind so ausgeschnitten, dass es so ein bisschen so ist wie ein Tortenstück, dass der sich genau so da reinsetzt. Die 265 Stahlträger sind teilweise so schwer und lang wie ein Jumbojet, eine Boeing 747. Seit 2024 ist die Strecke fertig und frei für Testfahrten. Beschleunigt er nochmal. Aber jetzt kommen wir in die Schräge rein, jetzt muss ich echt festhalten. Festhalten, wir gehen gleich in die Kurve, da wackelt's, ne? Wenn man das erste Mal fährt, dann ist es von der Geschwindigkeit, man muss sich erst mal dran gewöhnen.
das war wie Achterbahnfahrer erstmal. Das erste Mal. Ich bin mal gespannt, was die Fahrgäste sagen, wenn wir später richtig fahren. Wenn wir zum Beispiel irgendwo Verspätung irgendwo haben, versucht das System quasi den Fahrplan wieder einzuholen. Genau, das ganze System. Also wir sind besser als die Deutsche Bahn. Nächster Test. Die Funktion der Notbremse. Okay, the emergency handle is rearmed. Die Türen am Doppeltriebwagen und im Gebäude schließen wie geplant. Alles computergesteuert. Die Technik arbeitet genauer, als Menschen es könnten, sagt Arthur Lier. Wir haben eine Stoppgenauigkeit von 2,5 Zentimetern. Das kriegt kein Mensch hin. Also das Fahrzeug immer genau in der exakten Position zu stoppen. Und auch dieses Anfahren und Losfahren. Das geht vollautomatisiert, kriegt man als Mensch sehr schwer hin. Zwischen den Gleisen sind Notgehwege für den Fall einer Evakuierung. Yes, please. Was passiert, wenn Passagiere auf halber Strecke die Notbremse ziehen? Nichts. Es gibt keine Reaktion auf das System. Wir werden jetzt quasi, also wie im Realfall, bis zum Stationsende fahren und dort können die Passagiere dann das Fahrzeug verlassen. Der Computer entscheidet, ob der Zug auf freier Strecke halten soll. Terminal 3 ist nur wenige Meter entfernt. Die Weiterfahrt ist so sicherer. Schnell, 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 kommt. Zum Ende der Testfahrt kontrolliert Arthur nochmal die Türen von außen. Und jetzt? Seit 2 Jahren proben sie. Mit allen 12 Zügen sind sie schon 400.000 Testkilometer gefahren. Das ist einmal die Strecke zum Mond. Wahnsinn, ne? Zurück zu Harald Rohr im Flugsteig J. Eine letzte Inspektion vor der Eröffnung. Im Terminal 3 wurden 200.000 Kilometer Kabel verlegt, so viel wie 5-mal um die Erde gewickelt. Auch im zweithöchsten Gebäude am Flughafen liegen mehrere Kilometer. Das ist ein 60 Meter hoher Tower, also eigentlich auch ein kleines Hochhaus, das wir hier noch errichtet haben. In diesem Tower sitzen die Fraport-Vorfeldlotsen. Die Kuppel, die Sie sehen, die verglaste Kuppel, die auch die entsprechende Schrägfassade hat, das ist der Radarverträglichkeit geschuldet, dass keine Radarstrahlen entsprechend abstrahlen wieder ins Flugsystem. Und das war mit Sicherheit die größte Herausforderung an dem ganzen Bau. Ein Bau voller Rekordzahlen. 10.000 Türen wurden hier montiert. Und 87 Aufzugsanlagen, 46 Fahrsteige und 46 Rolltreppenanlagen, um einfach den Höhenversprung zu optimieren und die Wege einfach komfortabler zu machen. Insgesamt haben die Arbeiter 112.000 Tonnen Stahl verbaut. Das heißt, der Pariser Eiffelturm steckt 15 Mal im neuen Terminal. Oben ist Abflug, hier ist Ankommen und hier ist Ankommen einmal geradeaus durch und wir kommen dann an so eine Prozessstelle, die da heißt Einreise mit der Bundespolizei, Passkontrolle. Oder Sie gehen geradeaus weiter ins PTS-System und fahren in das Terminal 1. In 8 Minuten sind Sie dann im Terminal 1 und müssen auch nicht mehr einchecken, sondern sind im sicherheitskontrollierten Bereich und können direkt umsteigen. Ein Fall für die Probebetriebspassagiere. Wie kommt sie an, die Fahrt in der neuen Skyline-Bahn? Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 2 sowie zu Terminal 3, Bereiche G, H und J. Bitte festhalten, Zug fährt ab. Timo Pfannmöller hat jeden Fahrgast im Blick. This ist Skyline jetzt takes you to Terminal 2. ein Thema, wie verhalten sich die Passagiere im Fahrzeug. Soll heißen, geht ein Ruck durch die ganze Gruppe oder sind die Leute entspannt? Das ist für uns halt immer ein Indikator, um zu sehen, ob wir von der Beschleunigung, von der Verzögerung her den richtigen Mittelweg gewählt haben. Sehr schön, da ist jeder entspannt. Noch fährt der Zug ja langsam. Wir hatten bei den ersten Testfahrten viele Rückmeldungen, dass es zu schnell war, zu ruckelig war. Und das sieht jetzt deutlich besser aus, auch wenn wir hier in dem Bereich maximal mit 50 km/h unterwegs sind, zwischen Terminal 1 und Terminal 2. Anfahrt Terminal 2, Bereiche D und E.
in jedem Abteil konnten wir 10 Sitzplätze installieren, um die Maximalkapazität von 4.000 Passagieren pro Stunde pro Richtung auch noch zu erreichen. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 3, Bereiche G, H und J. Jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Heute nur mit Tempo 70. Wir könnten mit 80 fahren, aber wir haben mit einer Zeit von 8 Minuten zwischen Terminal 1 und Terminal 3 geplant und liegen auch mit den 70 km/h immer noch deutlich unter den 8 Minuten. Die Passagiere, die sollen ja auch ein bisschen den Ausblick genießen, gerade jetzt in dem Teilbereich. Der bietet einen schönen Blick über das gesamte Vorfeld. Anfahrt Terminal 3, bitte festhalten. Jetzt steigen alle Probebetriebspassagiere aus. Bitte verlassen Sie das Fahrzeug. Dieser Zug endet hier. Please do not leave any luggage on the train. Und? Wie war's? Angenehm. Leicht wackelig noch, aber überraschend schnell, wie man von Terminal 1 hierher kommt. Ja. Der Herr rechts wirkt etwas blass, oder? Ich kenne noch die alte Skyline, manchmal ist es ja schon wirklich ein bisschen langsam und zähend, aber das war schön fix, ging sehr schnell. Wie gesagt, stimme ich zu, manchmal ein bisschen wackelig, so hin und her, aber sonst sehr angenehm, finde ich. Ja. Zurück zum Terminal 1. Übrigens, einen Winterdienst brauchen Sie nicht. Die Strecke ist beheizt. Noch ist nicht alles perfekt und auf den aktuellsten Stand. Auch das haben wir schon festgestellt, das wird jetzt umprogrammiert. Das sind so die kleinen Themen und das ist das Schöne, wenn wir uns mit solchen Details beschäftigen, sind wir in dem Projekt schon sehr weit. Auch die Haltestangen sorgen noch für Kopfschmerzen. Das hatten wir in den ersten Testfahrten festgestellt, dass große Personen, die hier auf dem Sitz sitzen, das Potenzial haben, sich den Kopf anzustoßen. Deswegen haben wir diese Haltestangen schon in Fertigung. Die werden ausgetauscht. Wir werden diese Haltestangen hier quasi gerade nach unten führen und dann an die Halterung an den Sitz führen, um diese Stoßkanten auszuschließen. Und das ist ja gut, dass wir das jetzt festgestellt haben, bevor wir in Betrieb gehen. Als Verkehrsleiter ist Timo Pfannmüller verantwortlich für den sicheren Passagierbetrieb. Anfahrt Terminal 1, bitte festhalten. Zug hält an. Wir sind da. Aber nur kurz. Bitte festhalten. Zug fährt ab. Den ganzen Tag könnte er hin und her fahren. Aus gutem Grund. Wie man gerade hört, sind wir sogar direkt unter einem anfliegenden Flugzeug. Und das ist natürlich sehr spannend, wenn ihr beispielsweise von Emirates eine A380 reinkommt. Das ist schon ein wirklich tolles Bild, das nicht jeder am Flughafen so bekommen konnte bis jetzt. Wenn eine 747 hier einschwebt und dann noch die Strich 8, also die schöne große, das ist schon toll. Anfahrt Terminal 3, Bereiche G, H und J. Bitte festhalten. Und jetzt sind wir kurz davor. Ich bin der Meinung, wir sind da gut gerüstet. Das sind jetzt noch Details, die fehlen. Aber auch die bekommen wir hin. Dieser Zug endet hier. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte lassen Sie keinen... So, willkommen im Terminal 3. Für ihn sind die Testfahrten heute beendet. Harald Rohr ist auf dem Weg in den Ankunftsbereich im Hauptgebäude mit 8 Gepäckbändern. Auch hier ist alles bereit für die Terminal 3 Eröffnung. An diesem Tag wollen sie auch feiern und anstoßen auf die Bauzeit, die nach 7 Jahren endet. Auch die Truppe hat es sich verdient und das ist ja mit das Schönste, wenn man dann in die Gesichter der Mitarbeiter gucken kann und die ja wirklich stolz drauf sind, was sie hier geleistet haben und sehen, was dann am Ende da steht. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass man das, was man täglich macht, auch sieht. Ja, und dass das auch ein bisschen längere Haltwertzeit hat. Das Gebäude wird uns wahrscheinlich alle überleben und von daher alles gut, hat Spaß gemacht.